Moment mal, keine Delta-Felgen und Geländereifen, die ihren Namen verdienen? Da stimmt doch was nicht. Doch, hier stimmt so einiges. Wir haben einen Sprinter, 6 Meter lang, 2,80 Meter hoch, 2,12 Meter breit, 190 PS. Das ist eine Campingmaschine nach meinem Geschmack. Und nicht nur Martin dürften die Eigenschaften des TerraCup-Sprinters überzeugen, sondern auch viele andere. Denn das einfach in diesem Fall auch mal wieder gut bedeutet, das zeigen wir euch jetzt. Die Ludwigsburger Firma TerraCup kann zwar auch groß, aber interessanterweise sind Ingo und Brigitte Peglow, Chef und Chefin des Unternehmens, gern mit reduzierteren Fahrzeugen unterwegs. Die so beliebte Formel 6x3x2. Sie wurde auch bei diesem Sprinter angewendet bzw. sogar unterboten. Heißt, weniger als 6 Meter lang, deutlich unter 3 Meter hoch und 2 Meter breit. Idealmaße für Parkplätze, Abschleppunternehmungen und enge Wege. Und auch sonst merkt man hinterm Lenkrad schnell, das passt. Dass der Sprinter toll auf der Piste fährt, ist ja nun wirklich kein Geheimnis mehr. Aber hier ist das auch wirklich wieder schön zu sehen. Ich kann auch schnellere Ausweichmanöver fahren. Das Auto ist nicht kopflastig, fährt sich wirklich sehr ausgewogen. Ich wünschte mir hier die breiteren Spiegel. Dann könnte ich besser dran vorbeigucken. Oder eine Rückfahrkamera, gibt es beides nicht. Aber das ist natürlich leicht nachzurüsten. Ansonsten ist es auch sehr still. Selbst wenn ich die Tür hier aufmache, höre ich vom Aufbau nichts. Die Kabine ist ja fest an das Fahrerhaus angeklebt, also auch nicht teilbar. Dementsprechend kann sie auch nicht zueinander arbeiten. Das Einzige, was laut ist, wenn ich mal den Spiegel runter mache, das ist der Schnorchel. Das würde mich auf die Dauer schon nerven. Und da muss man wirklich hinterfragen, brauche ich eigentlich diese hochgelegte Luftansaugung oder brauche ich sie nicht? Gleiches gilt auch für den Allradumbau von Igelhaut. Wer den braucht, muss noch einmal kräftig in die Tasche langen und hat bei 3,2 Tonnen leer auch nicht mehr viel Luft bis zum Gesamtgewicht, den tempo- und führerscheinfreundlichen 3,5 Tonnen. Der Wagen ist ja keine 6 Meter lang und auch sehr niedrig. Und das ist natürlich super, auch mal um zu rangieren, um zu wenden. Ich merke es aber auch, wenn er einfedert, dass eben kaum Gewicht hinter der Hinterachse ist. Jedenfalls nicht so viel wie bei anderen Fahrzeugen. Und deshalb deutlich ausgewogen auch bei höherem Tempo fährt. Also wenn ich mal hier Gas gebe, dann ist das auch mit Tempo 60 ganz entspannt fahrbar. Die Reifen sind eine gute Wahl, die dämpfen ganz gut. Wir haben ja 17 Zöller jetzt hier. Das ist also wirklich gut abgestimmt, fährt sich fein. Aber es wäre ja kein richtiger Geländegänger, hätten wir hier nicht das volle Allradpaket. Das ist also nicht bei diesem Wagen der Werksallrad, sondern der Igelhautumbau. Das heißt, wir haben Permanentallradantrieb mit 3 Differentialsperren, nämlich einmal das gesperrte Mitteldifferential, Vorderachse und Hinterachse kann ich sperren. Untersetzungsgetriebe habe ich hier meinen Hebel und damit geht natürlich noch ein bisschen mehr. Mehr für diejenigen unter euch, die noch ambitionierter im Gelände unterwegs sein wollen. Um die Untersetzung zuzuschalten, gehe ich einmal in Neutral und dann kann ich hier an dem Hebel Untersetzung schalten. Dann mache ich das Mitteldifferential und die Hinterachssperre zu und dann geht es bergauf. Glücklicherweise haben wir hier bei der Probefahrt ein recht anspruchsvolles Stück vor uns. Der Sprinter mal wirklich zeigen kann, was er kann. Sehr steil, es ist loser Untergrund. Und dadurch, dass ich die Untersetzung drin habe, kann ich sehr langsam hier bergauf fahren. Das System ist ja vergleichbar zu dem vom Achleitner Mantra. Da haben wir ja ein Vergleichsvideo zum normalen Sprinter und zum Iveco Daily. Auch hier haben wir ein sperrbares Mitteldifferential für den Permanentallrad. Also ich kann ihn auch im Winter auf der Straße nutzen und eine vollwertige Untersetzungsstufe. Und so kann ich wirklich hier ganz kontrolliert und langsam auch anspruchsvolle Strecken bergauf fahren. Unterfahrschutz haben wir auch.
Muss mir also keine Sorgen machen wegen der Steine. Das Einzige, das ist nun mal Sprinter typisch, ich kann relativ schlecht vorausschauen. So, jetzt mal gucken, wo ich hänge. Also andere Spur wählen. Macht sich natürlich das Automatikgetriebe echt bemerkbar. Man muss nicht jetzt hier am Hang noch kuppeln und schalten, sondern kann sich voll aufs Fahren konzentrieren. Und gerade bei solchen Manövern merke ich auch ganz gut, wo die Gewichtsverteilung ist. Er fängt nicht an zu schwingen, sehr groß, sondern macht sehr kontrollierte Bewegungen. Genauso beim Bergabfahren ist die Untersetzung sehr hilfreich, weil ich ganz langsam rollen kann. Also ich stehe nicht auf der Bremse und relativ steil fährt er ganz kontrolliert bergab. Sehr vertrauenserweckend, macht echt Spaß, kann sehr genau und sehr präzise fahren. Der kurze Hecküberhang von 1,35 Meter und die schwerpunktgünstige Platzierung von Bauteilen in der Kabine und in den Staukästen eine Etage tiefer sind weitere Pluspunkte für die Geländefahrt auf der langen Positivliste. Aber wir lassen die 190 PS jetzt mal einen Moment ruhen, denn es gibt ja noch weitere Werte. So, dann mal genug gefahren. Jetzt schauen wir uns mal das Fahrzeug von innen an. Ich lande hier, wenn ich durch diesen großen Durchgang durchkomme, direkt in der Küche. Und was fällt mir auf? Es gibt keinen Herd. Hier wird nur elektrisch gekocht tatsächlich. Der Inverter und die Batterie ist groß genug. Deswegen gibt es hier eine Steckdose für ein mobiles Gerät. Das kann man so machen. Ist natürlich auch Platz für eine Gasinstallation oder für einen Spirituskocher. Platz ist auf jeden Fall mehr als genug. Platz ist auch ein gutes Stichwort für das große Fenster hier. Da ist wirklich viel Luft, viel Luftaustausch. Lampe gibt es. Hier ist das kleine Bordmonitoring untergebracht mit den wichtigsten Funktionen. Und eine Sache, die mir auch auffällt, wir haben hier ein Waschbecken mit einem sehr hohen Wasserhahn. Ich kann mir also auch die Hände waschen und den Kopf waschen oder jemand anderen den Kopf waschen, denn im Badezimmer gibt es keinen Waschtisch. Da das aber spritzen wird, wäre es schön, wenn es hier einen Shot gäbe, damit das nicht auch noch irgendwie auf die Polster plätschert. Hier unten drunter großer Kompressorkühlschrank, der gegen die Fahrtrichtung öffnet und jede Menge Schubladen, die pistenfest mit solchen Knebeln arretiert sind. Und hier hinter bestehen die aus Aluminium, haben also nur vorne die Front aus Resopal. Noch ein paar Worte zur Elektrik. Für den Wunsch, elektrisch zu kochen, sind 480 Watt an Solar auf dem Dach, eine 200 Ampere-Stunden große Lithium-Eisenphosphat-Batterie und ein 1,7 kW Inverter installiert. Das geht natürlich auch einfacher und damit günstiger. Währenddessen hat Martin schon mal das Bett gemacht, das King-Size-Bett wohlgemerkt. Dass in diesem kompakten Fahrzeug ein großes Bett dennoch sehr wichtig war, sieht man, wenn es mal für die Nacht ausgebreitet ist. Dann haben wir 2,5 Meter in der Länge und 2 Meter in der Breite. Ich kann also aussuchen, will ich in Fahrtrichtung schlafen oder quer zur Fahrtrichtung. Das Bett ist asymmetrisch geteilt, 1,20 Meter sind fest und 80 cm werden ausgezogen. Im zusammengeschobenen Zustand kann es also trotzdem genutzt werden, dann ist es eben nur 80 cm breit. Ich persönlich hätte darauf verzichtet. Ich hätte lieber das Bett vielleicht 1,30 Meter breit gemacht und die Sitzgruppe etwas schmaler. Dann würde man sich dieses abendliche Bettenbauen sparen und vor allen Dingen wäre die Sitzgruppe am Abend auch noch nutzbar. Das heißt, man muss nicht gemeinsam entscheiden, ins Bett zu gehen, sondern der Partner kann schon vorgehen und ich lese vielleicht noch ein Buch oder mache es mir einfach ein bisschen bequemer. Es gibt 2 Fenster zur Seite von Hühnerkopf und eine große Dachluke von TerraCap aus der Eigenproduktion. Und alle haben sie große, gute Rollos und Insektengitter von KCT. Da kommt also auf keinen Fall nachts die Mücke durch. Mal eben das Bett wieder abbauen, darunter erscheint die Sitzgruppe.
In der Mitte des Fahrzeuges gibt es eine Sitzgruppe für 2 bzw. durchaus auch 4 Personen. Man kann ja auch mal mit Gästen sitzen. Der Tisch auf so einem Lagunen-Drehgestell ist flexibel nutzbar, auch in der Höhe einstellbar. Und die Sitzgruppe ist auch groß genug, dass ich hier erstmal bequem machen kann, mal in die eine Richtung oder über dieses kleine U-förmige Polster hier in der Mitte. Auch da kann ich recht bequem sitzen. Hier über mir ist Stauraum in großen Hängeschränken. Das alles ist übrigens Resopal, also das Auto ist annähernd holzfrei. Das ist ganz viel mit Aluminium gearbeitet und in diesen Resopalplatten. Schwerpunkt günstig hier direkt über der Hinterachse sind auch die schweren Komponenten verteilt, nämlich auf der Beifahrerseite 300 Liter Platz für Lebensmittel. Da kann ich also wirklich bunkern und hier ist die Technik drunter, die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. In kleinen Fahrzeugen ist es ja unheimlich wichtig, auch viel Platz zu haben, viel Bewegungsraum. Und da ist dieses Drehtischgestell, was hier montiert ist, natürlich ganz fantastisch. Auf einmal kann ich diesen Bereich von der Sitzgruppe auch noch nutzen und habe Platz, um mir vielleicht auch meine Arktis- und Skiausrüstung anzuziehen. Die brauchen wir heute nicht. Für Wärme sorgt eine Diesel-Luftheizung von Carvest. So muss das aussehen. Sehr übersichtlich, sehr viel Platz, nicht verbaut. Und dann gucken wir mal im Detail, was hier so da ist. Hier kommt die Warmluft von der Diesel-Luftheizung, die draußen im Außenstaukasten montiert ist, deshalb auch vergleichsweise leise ist. Die erwärmt über den Boiler das warme Wasser. Dann strömt es hier aus für die warme Luft im Aufbau. Da wünschte ich mir ein paar mehr Verteilungen, weil wir durchaus Punkte haben, wo die warme Luft nicht so besonders gut hinkommt. Dann haben wir hier die Warmwasser- und Kaltwasserinstallation, alles sehr vorbildlich gemacht, mit sogar einem kleinen Sammler hier, wo Wasser ablaufen kann, wenn ich die Filterkartusche tausche. Hier haben wir die Druckwasserpumpe, das Ausgleichsgefäß und hier an der Stelle ist der Kombilader, der die Batterie wieder voll macht. Und dann haben wir noch ein weiteres Detail, ganz ungewöhnlich, damit man nicht diese großen Schalterbatterien im Fahrzeug sichtbar hat, sind ein Teil der Funktion hier unter dem Polster versteckt, nämlich einmal die Hauptschalter und die Hauptsicherung und dann sind hier nochmal die Schalter mit den Sicherungen für die Funktion untergebracht, die ich nicht so häufig brauche. Was haben wir denn zum Beispiel hier? Die Steckdosen, die Heizung kann ich hier ausschalten, Wasserpumpe und Kühlschrank. Und damit ist das Panel, was hier in der Küche ist, deutlich kleiner. Es stecken wirklich viele gute Ideen hinter diesem TerraCup Sprinter, was ihn zu einem zuverlässigen Reisegefährten macht. Oder, Martin? Ich werde ganz häufig gefragt, Martin, was ist denn dein Traumfahrzeug? Was wäre denn das Auto, mit dem du auf Reisen gehen würdest? Und ich sage dann natürlich immer, es ist sehr individuell, weil natürlich jeder andere Bedürfnisse hat. Aber in diesem speziellen Fall fühle ich mich ganz besonders zu Hause. Und warum? Das zeigen mal diese Bilder hier. Das ist nämlich mein erstes Allradreisemobil gewesen, auch ein Mercedes Sprinter mit ganz ähnlichen Maßen und einem sehr ähnlichen Konzept, auch wenn die Sitzgruppe an einer anderen Stelle war. Und deshalb ganz klar muss ich sagen, das hier ist ein Fahrzeug, mit dem ich auf Reisen gehen würde. Ich finde mich hier tatsächlich wieder. Die Ideen, dass alles sehr einfach ist. Hier sind keine komplexen Installationen. Ich habe den großen Stauraum für die Lebensmittel. Ich habe einen großen Heckstauraum für die Sportausrüstung. Ich habe eine einfache Küche. Ich habe eine einfache Nasszelle. Das alles harmoniert hier. Das passt gut zum Fahrzeug. Wenn ich noch ein bisschen abspecke an manchen Stellen, dann sind auch die 3,5 Tonnen gut möglich. Und deshalb glaube ich, das wäre ein Fahrzeug, mit dem ich auf Reisen gehen würde. Aber eine Sache fehlt fürs komfortable Reisen dann ja doch, oder? Nee, natürlich nicht. Zu guter Letzt das Badezimmer. Das befindet sich hier im Eingangsbereich des Sprinters. Das ist ja sehr populär bei solchen Kabinenaufbauten. Es fehlt hier eine Tür. Viele haben ja so eine schwenkbare Tür. Stattdessen gibt es hier nur einen Vorhang. Der spart natürlich ordentlich Gewicht. Wirkt aber auch ein bisschen improvisiert. Da kann ich dann zu 2 Seiten das verschließen. Da es ja hier keinen Waschtisch gibt, ist viel Platz für das WC. Stauraum gibt es oben drüber und die Duscharmatur ist hier am Heck sehr solide ausgeführt, aus Edelstahl. Und der Schlauch ist so lang, dass ich hier draußen auch nochmal die Schuhe abbrausen kann.
Damit so ein vergleichsweise kompaktes Fahrzeug auf Reisen gut funktioniert, ist natürlich umso wichtiger, dass der Stauraum gut unterteilt ist. Und dafür gibt es hier draußen jede Menge kleine Fächer. Unter der Kabine sind schwerpunktgünstig 6 solcher Alukisten untergebracht. 4 davon sind zugänglich. Die bieten jeweils 60 Liter Volumen und sind schön staubdicht zu verschließen. Hier am Heck ist eine große Stauklappe, so groß, dass man entspannt 2 große Mountainbikes hier unterbringen kann. Die befindet sich im Prinzip vollständig unterhalb des Bettes. Es gibt auch eine Warmluftzuführung, das heißt, der ganze Bereich ist beheizt. Das ganze System ist so groß, dass auch das Ersatzrad hier eigentlich Platz finden würde. Dann könnte man sich diese hohe Halterung nochmal sparen, geht dann aber natürlich zulasten des Platzes innen. Hier auf der Fahrerseite sieht man die weiteren Unterflur-Staukästen. Während der hintere noch frei ist und Platz hat, ist der mittlere eher eine Blende, denn dahinter versteckt sich der Wassertank. Toll erreichbar hier die Reinigungsöffnung. Und im vorderen, da ist die Standheizung untergebracht, die Luftheizung mit ihrem eigenen Dieseltank, ein Alutank. Auch hier handwerklich ganz saubere Arbeit. Gute Qualität, sauberes Handwerk und hochwertige Komponenten. Trotz aller Einfachheit kostet das am Ende auch was. 220.000 € kalkuliert TerraCup für so einen Sprinter. Allerdings mit dem Werksallrad, der Igelhaut-Umbau, kommt dann noch obendrauf. Doch mit diesem Fahrzeug kommt man auch ohne ihn schon ziemlich weit und dürfte einen treuen Begleiter für viele Jahre haben. Weniger ist mehr. Wenn ihr jetzt mal einen Blick auf die Konkurrenz werfen wollt, dann schaut euch mal unsere Videos dazu an.